Wie man Shopify Schritt für Schritt mit Amazon verbindet. Hallo zusammen, willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal. Heute schauen wir uns an, wie Sie Ihren Shopify-Shop mit Ihrem Amazon-Shop verbinden, wie Sie Produkte aus Ihrem Shopify-Shop importieren und auf Amazon verkaufen können oder umgekehrt. So können Sie zum Beispiel Ihren Shopify-Shop starten, indem Sie Produkte von Amazon übernehmen und sie verkaufen oder rebranden und auf Shopify weiterverkaufen. Dann legen wir los. Shopify ist eine Online-Plattform, mit der Sie Ihren eigenen E-Commerce-Shop erstellen können. Shopify ist wahrscheinlich eine der am weitesten verbreiteten Plattformen und ich denke, dass Sie in beiden Fällen, egal wie Sie es angehen, ob Sie Produkte von Shopify in einen anderen Shop importieren oder Ihre Shopify-Produkte in Ihre Amazon Storefront übertragen, ein gutes Geschäftsmodell aufbauen können. Doch beide Strategien unterscheiden sich. Wenn Sie Produkte von Amazon nach Shopify importieren möchten, können Sie das kostenlos tun. Im Grunde müssen Sie sich dafür nicht bei Amazon registrieren oder ähnliches. Sie können Produkte direkt und ohne großen Aufwand von Amazon nach Shopify importieren. Wenn Sie aber tatsächlich auf Amazon verkaufen möchten, also Ihre eigenen gelisteten Produkte, Ihre eigenen Kreationen, auf Amazon anbieten wollen, müssen Sie ein Verkäuferkonto bei Amazon erstellen. Dafür müssen Sie zu sellercentral.amazon.com gehen. Hier Firmen, Verkäufer, Zahlungs-, Shopdaten und Verifizierung angeben. Sobald Sie diese 5 Schritte abgeschlossen haben, können Sie mit dem Verkaufen auf Amazon fortfahren. Ich zeige Ihnen gleich die Apps, die Sie für den Verkauf auf Amazon nutzen können. Dafür fällt eine Gebühr von 40 US-Dollar an. Ich zeige Ihnen nur die Grundlagen und wenn Sie diese Schritte abschließen, können Sie mit dem Verkaufen starten. Dann legen wir los. Zurück zu unserem Shopify-Shop. Wie können Sie Amazon in Ihren Shopify-Shop integrieren? Dazu gehen Sie unten links in Ihrem Shopify-Shop in die Einstellungen. Klicken Sie dann auf Apps und Vertriebskanäle. Es gibt mehrere verschiedene Optionen bzw. Apps, die Sie verwenden können. Ich entferne die bereits vorhandenen nur, weil ich Ihnen Schritt für Schritt zeigen möchte, wie Sie es selbst einrichten. Ich lösche diese Apps jetzt. Alles, was Sie tun müssen, ist zu Apps und Vertriebskanäle zu gehen und hier auf den Shopify App Store zu klicken. Sobald Sie im Shopify App Store sind, suchen Sie einfach nach Amazon Importer. Wenn Sie Produkte von Amazon übernehmen und in Ihrem eigenen Shop verkaufen möchten, dann können Sie eine Plattform wie den Multi-Channel Importer nutzen. Damit können Sie Produkte von verschiedenen Anbietern wie Amazon, Alibaba oder AliExpress importieren und anschließend Ihrem Shop hinzufügen. Im Grunde betreiben Sie mit diesem Modell so etwas wie Dropshipping. Sie können also den Multi-Channel Importer verwenden oder die App Amazon Importer Spreader. Ich verwende die App Amazon Importer Spreader sehr gerne. Sie ist ziemlich effizient. Sie ist zwar nicht kostenlos, bietet aber eine 7 Tage kostenlose Testphase und kostet danach 5 US-Dollar pro Monat für unbegrenzte Amazon-Importe sowie Amazon-Produktlinks. Wenn Sie ein Amazon-Partnernet-Konto Amazon Associates haben, also das Affiliate-Programm von Amazon, sollten Sie auf jeden Fall die App Amazon Importer Spreader verwenden, weil sie Ihr Affiliate-Marketing und die von Ihnen generierten Affiliate-Klicks deutlich unterstützen kann. Wenn es bei Ihnen hingegen andersherum ist, wenn Sie Ihre eigenen, bereits vorhandenen Produkte, die Sie erstellt haben, auf Amazon verkaufen möchten, brauchen Sie zuerst ein Verkäuferkonto. Danach gibt es Plattformen wie Setcommerce Amazon Channel oder Kudisto Amazon, eBay und Walmart. Diese beiden Apps sind dafür gedacht, Ihre Shopify-Produkte zu übernehmen und auf Amazon zu verkaufen. Angenommen, ich habe mein Geschäft mit selbstgemachten Armbändern gestartet und dafür einen Shopify-Shop erstellt. Dann merke ich, dass Leute diese Artikel eher kaufen, wenn sie auf Amazon sehen. Also möchte ich auf Amazon verkaufen und nutze dafür diese App, um meine Produkte so, wie sie in meinem Shopify-Shop angelegt sind, direkt zu Amazon zu übertragen. Das ist ideal, wenn Sie Ihr Business bereits auf Shopify etabliert haben, aber Ihre Sales Funnels erweitern und eine größere Zielgruppe für Ihr Produkt erreichen möchten. Machen wir weiter und schauen uns ein Beispiel an.
Gehen wir also in Amazon bei Codisto. Diese App ist einfach und unkompliziert. Sie klicken einfach auf App hinzufügen. Es gibt einen kostenlosen Tarif sowie eine 30-tägige kostenlose Testversion der Premium-Version. Dann fügen Sie den Vertriebskanal hinzu. Sobald das erledigt ist, sehen Sie die App auf der linken Seite Ihres Bildschirms. Sie können die App für den schnellen Zugriff an Ihre Navigation anheften und dann einfach auf Mit Amazon verbinden klicken. Dann gehen Sie hier wie gezeigt weiter. Anschließend müssen Sie nur noch die Informationen zu Ihrem Amazon-Verkäuferkonto eingeben. Das sind die Grundlagen. Ich habe mein Verkäuferkonto hier offensichtlich noch nicht abgeschlossen, aber es würde mich auf diese Seite führen, auf der ich mein Verkäuferkonto vervollständige. Danach kann Codisto mit der Einrichtung für meinen Amazon-Shop starten. Was tun Sie, wenn Sie Produkte von Amazon übernehmen, in Ihrem Shopify-Shop neu verpacken oder rebranden und dann verkaufen möchten? Dafür gehen Sie in die Einstellungen, dann zu Apps und Vertriebskanäle und anschließend in den Shopify App Store. Suchen Sie einfach nach Amazon Importer. Dann können Sie den Multi-Channel Importer herunterladen. Laden Sie ihn einfach herunter und klicken Sie auf App hinzufügen. Oder Sie können auch die App Amazon Importer verwenden. Klicken Sie auf App installieren. Sobald die Installation abgeschlossen ist, sehen Sie die App auf der linken Seite. Wie Sie sehen, werde ich jetzt nach grundlegenden Informationen gefragt. Die gebe ich ein. So. Jetzt sehen Sie Ihren Amazon-Importer. Sie können auf Konto verknüpfen klicken. Der Vorteil eines Multi-Channel-Importers ist, dass Sie Ihre Produkte in mehrere verschiedene Vertriebskanäle importieren können, besonders wenn Sie Ihr Geschäft ausbauen möchten. Wenn Sie eine App für Amazon verwenden, eine andere für eBay und noch eine für Etsy, wird es schnell umständlich, den Überblick zu behalten. Wenn Sie das einfacher lösen möchten, ist es deutlich leichter, alles über eine Plattform zu steuern und Ihr Produkt auf mehreren Vertriebskanälen zu listen. Will ich Amazon-Produkte in meinen Shopify-Shop holen, klicke ich auf Produkt importieren, dann Marktplatz wählen, Amazon und sofort im Shop. Dann wähle ich das Konto aus, in das ich importieren möchte, sofern es FBA ist. Das ist ein Standardprodukt und ein Standardlisting. Ich klicke auf Produkt importieren. Danach verknüpfe ich einfach mein Verkäuferkonto und kann dann mit dem Import von Produkten beginnen. Auf diese Weise können Sie Ihr Amazon-Konto und Ihren Shopify-Shop verbinden. Das ist ziemlich einfach und unkompliziert. Als Beispiel, dieses Kleid habe ich bei Amazon gekauft und importiert. Es war ein Amazon-Artikel, doch ich habe es umgepackt, neu gebrandet und verändert. So kann ich es in meinem Shopify-Shop teurer verkaufen. Ganz einfach. Das ist also alles, was Sie für den Produktimport in Shopify tun müssen. Ich hoffe, dieses Video war heute für euch hilfreich. Bitte liken und unseren YouTube-Kanal abonnieren. Und wenn Sie Fragen oder Rückfragen haben, schreiben Sie sie unten in die Kommentare. Dann sehen wir uns im nächsten Video.